Hi. Hey, hey, hey. Wow. Hello, hello. Hello, Karina. Hi. I can't see myself. That's funny. Okay. Yes. Hello. Give me Hello. 1 second. Give me 1 second. Ach, du hast gar keinen Film an. So I'm a bit confused right now. Yes. I thought it was a team meeting, but it's an informational Zoom, is it? Apparently it is. Okay, cool. Okay. Well, as it's translating, is that this is what I need to know. Okay. I suppose it's our Zoom. Awesome. Okay, offensichtlich ist das also ein Informations-Zoom. How does it get any better than this? Wird's noch besser. Okay. So, whoa, shit. Okay, let's get ready. So, how is everyone this evening? This afternoon for you guys? Ja. Gut, also lass uns starten. Wie geht es euch allen an diesem Nachmittag? Okay, great. So, everyone, welcome to the Zoom for our upcoming class in Zurich. Also willkommen alle zu unserem Zoom für den anstehenden Kurs in Zürich. And I am Kayla, and I will be, coming to Switzerland very soon. I am very excited. How about you guys? Ja, und ich bin Kayla. Ich komme bald in die Schweiz und freue mich sehr. Wie geht es euch? So, I guess today, we will talk about, something about bodies or anything that you want to ask about, feel free. Also ich denke, dass wir heute dann einfach über Körper sprechen werden oder alles, wo ihr gerne Fragen dazu stellen möchtet. Also tut euch keinen Zwang an. So, what do you guys know about bodies? What do you know, right? Yeah, what do you guys know about bodies? Über Körper. Okay, I'm just going to mute everybody apart from you and me. Just a second. That's a great, yeah. Okay, where do I find it? I'm sorry. Entschuldigung, ich muss ganz kurz alles stumm schalten, weil ich höre solche Störgeräusche die ganze Zeit. Ich sehe es gerade nicht, wo das geht. Entschuldigung, Moment. Wo ist das denn jetzt? Jetzt ist, glaube ich, besser. Hier. Yes. Did you find the button? I think so. I'm just doing it. I cannot see where I can mute everybody right away. Okay, so if you go to participants. I did that and I didn't see it, but it's fine. It's fine now. I just did it manually for everybody. Okay, cool. All right, great. So, yes. So what do you guys know about bodies? Also, was wisst ihr über Körper? So I've been, I just recently, a few days ago, I did a 3-day body class. Ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen den 3-Tages-Körperkurs gegeben. And there was a participant, she's a medical doctor. Und da war eine Teilnehmerin, die Ärztin ist. And the funny thing is, on day 2, she came up to me and she asked me. Und das Lustige ist, dass sie am 2. Tag zu mir kam und mich gefragt hat. She said, I don't know what it is. Am I doing separation from everyone? Or what is going on? Because it seems like I can only communicate with you, but I cannot communicate with anyone else. Wow. Und sie hat gefragt, betreibe ich hier Separation, also Abtrennung, oder ist es was anderes? Denn ich merke, ich kann nur mit dir kommunizieren, aber nicht mit irgendjemand anderem. And she was saying that
I can hear everything you say, but when everyone else speaks up, I cannot hear. Wow. Und sie hat gesagt, ich kann alles hören, was du sagst, aber wenn jemand anders was sagt, kann ich nicht hören. And she said, I don't know whether is it because I'm only willing to receive you or what's going on, or am I, having barriers with everyone else? Und ich weiß nicht, was das ist. Ist das, dass ich nur dich empfangen kann oder habe ich mit allen anderen Barrieren? So instead of actually, going into the barrier subject, Mhm. Anstatt mich also auf dieses Barrierenthema einzulassen, I asked her, hey, so truth, are you in your body or are you outside of your body? stattdessen habe ich ihr eine Frage gestellt. Wahrheit, bist du in deinem Körper oder außerhalb von deinem Körper? And, she asked and she said outside. Und sie hat gesagt, ja, außerhalb von ihrem Körper. And so we did not only clearings, but we did an exercise of everyone else in the class, and we had everyone to really be in their body. Und dann haben wir also nicht nur Clearings gemacht, sondern auch eine Übung für auch alle anderen, sodass alle in ihren Körper waren. Yeah, and everyone moved like, they move with such a level of awareness that they have to be conscious of every single small, tiny movement within their body. Mhm. Und wir haben also eine Übung gemacht, wo wir uns so bewusst bewegt haben, dass jeder wirklich die kleinste, feinste Bewegung in seinem Körper wahrgenommen hat. Like I had them walk 5 times slower than their normal pace. Zum Beispiel sollten sie 5-mal langsamer laufen als normal, While at the same time paying attention to everything and everywhere in and outside of their body. während sie gleichzeitig ihre Aufmerksamkeit auf alles in und außerhalb von ihrem Körper gerichtet haben. And that lady, the doctor, she simply couldn't even move. Und diese Dame, diese Ärztin, die konnte sich noch nicht mal bewegen. And she was just crying the whole time. Und sie hat einfach die ganze Zeit geweint. So anyway, after the exercise, it was so much better. And I was just explaining that, in this reality, Und wie auch immer, also nach der Übung war es sehr viel besser. Und ich habe dann einfach erklärt, in dieser Realität most people connect, through or with other people's bodies, but like just a very, very few people are willing to connect with people's beings. Also in dieser Realität ist es einfach so, dass die Leute sich ganz häufig durch oder mit den Körpern der anderen verbinden und die wenigsten sind bereit, sich mit dem Wesen, über das Wesen der anderen zu verbinden. So how many of you have defined your body as the sum total of what embodiment is? Also wie viele von euch haben euren Körper als die Gesamtsumme dessen definiert, was Verkörperung ist? So everything that is times a godzillion, can we destroy and then create it all? Alles, was das ist, mal Gottzillion, können wir das alles zerstören und kreieren? Right and wrong, good and bad, pon, pock, all nine shirts, boys and beyonds. So here's the thing, like, this is how most people connect in this world. They connect with people's bodies, but they never connect with their beings. Aber das ist einfach so, wie es in dieser Realität ist. Die meisten Leute verbinden sich über den Körper oder mit dem Körper von anderen, aber nicht mit dem Wesen der anderen. And that was precisely like why it seemed like there was a separation between her and everyone else. Und das war ganz genau der Grund, warum das so erschien, als bestünde da eine Trennung zwischen ihr und allen anderen. It's not that she's doing barriers. It's not that she's doing separation. Also sie hatte weder Barrieren oben, noch hatte sie sich von anderen abgetrennt. It's more like when people are communicating and talking with her, they were talking at her body. And when the person is never in their body, guess what? Es war eher so, dass die Leute halt, wenn sie mit ihr kommuniziert haben, praktisch an ihren Körper hingeredet haben. Und wartet mal, wenn jemand gar nicht in seinem Körper ist, was ist dann?
it seems like you can never, I mean, the person can never connect with anyone else because she's not in their body and people are connecting to her, connecting with her through her body. Und also, wenn sie ja eben nicht in ihrem Körper ist, dann scheint es so, als ob man sich auch nicht mit ihr verbinden kann. Denn wenn die Verbindung über den Körper stattfindet, dann ja, ist sie ja praktisch nicht da. And again, now on the other end, Und auch am anderen Ende, on the other hand, most people, you know, a lot of people who have been in, you know, doing spiritual stuff, they are so in tune with their being, but they're never in tune with their bodies. Also andererseits gibt es eben Leute, die ganz viel spirituelle Sachen gemacht haben, die ganz praktisch eingeschwungen sind und also kommunizieren mit ihrem Wesen, aber nicht unbedingt mit ihrem Körper. So, like, what was I saying? So, what if we can actually connect with the person's body and their being at the same time? Was wäre also, wenn wir uns mit dem Körper und dem Wesen der Person gleichzeitig verbinden können? What if that is part of you being the infinite being are truly capable of? Was, wenn das Teil dessen, was du ist, dessen ist, wozu du als unendliches Wesen wirklich fähig bist? So everything doesn't allow us to know, be, perceive, and receive that we are an infinite being and that we connect with other infinite beings through their being and their bodies. Can we destroy and create it all? Also alles, was es uns nicht erlaubt wahrzunehmen, zu wissen, zu sein und zu empfangen, dass wir ein unendliches Wesen sind und uns mit anderen unendlichen Wesen über ihr Wesen und ihren Körper verbinden, können wir das bitte alles zerstören und kreieren. Right or wrong, good and bad, POD, all nine shorts, boys and beyonds. And there is a question. Und Let's es gibt see. eine Frage, genau. So what is this? Nadine is asking, what is this? Eye problems, there is an infection or an inflammation with a lump in it. Yep. So you can ask your body, hey, body, what's the value in creating this? Also du kannst deinen Körper fragen, hey Körper, was ist der Wert daran, das zu kreieren? It's very funny, Athena, right? Nadine. Nadine, okay. It's very interesting, Nadine, because just in one of my groups, I posted this thing an hour ago about influenza, because, you know, not influenza, but like a flu virus that's going on right now. Okay. Ja, das ist sehr interessant, Nadine, denn gerade vor einer Stunde habe ich diesen Post gemacht über den Grippevirus, der gerade umgeht. And I was just asking that, hey, let me see what I wrote. I cannot remember. Und ich muss mal gucken, was ich geschrieben habe. Ich kann mich gerade nicht mehr erinnern. I was saying that, hey, what if a lot of viruses are created through people's unawareness and, well, unconsciousness and anti-consciousness? Just a second. Nadine is saying she didn't hear me or something. I don't know. I don't understand. She writes a bit different than I'm used to. Corinne nicht gehört. So, Nadine, kannst du sprechen? Das wird es einfacher machen. Ich kann dich gerne laut stellen. Warte mal. Moment, dauert eine Sekunde. Es will noch nicht. Warum will es denn nicht? Ha, jetzt ist es. Kannst du was sagen? Ja, hallo. Du hast die Frage gestellt und Kayla hat angeworfen, da habe ich gar nicht verstanden. Genau, was das war. Habe ich das richtig verstanden? Das hat gesprungen. Ich habe die Antwort nicht verstanden. Okay, gut. Kaylas Antwort hast du nicht verstanden. Sie hat gesagt, es ist interessant, dass genau vor einer Stunde sie einen Post gemacht hat über den Grippevirus.
Und Okay. jetzt hat sie noch hinzugefügt, das war etwa so. Can you please repeat what you posted? I'm afraid. I'm sorry. What did she say? What was her question? You got it? She just didn't hear the first thing you said. For some reason, the audio was gone when you Okay. said it's interesting you made this post. Sorry. Yeah, exactly. So let me Mhm. let me just read my post. What if a lot of the viruses and bodily conditions we have created are based on the unconsciousness and anti-consciousness we've been buying into? Okay, also was sie gepostet hat, war wie folgt. Was wäre, wenn viele der Viren und viralen Krankheiten, die wir kennen, dadurch Unbewusstsein, das Unbewusstsein, das Antibewusstsein bedingt sind? What if we can know that our body and the earth Bitte? are of the same vibration? Ich habe eh keine Zeit momentan, aber es reizt mich immer wieder. Ich bin so ausgelastet, aber ich habe einiges im Kopf. Also hast du eine Frage oder also ganz kurz, möchtest du was hören oder nicht? Oder bist du jetzt gerade unterwegs und willst gar nichts? Also was ist gerade? Okay, should I continue? It's a bit confusing. She says she has no time, but a lot of questions, and I'm asking her, do you have time to listen, or what is going on? Okay, so she's mute again. Whatever. Okay, cool. Yeah. Okay, let me just finish whatever I posted. Exactly. Okay? Mhm. Okay, good. So what if we can know and acknowledge that our bodies and the earth are of the same vibration? Also was wäre, wenn wir anerkennen würden und wissen könnten, dass unser Körper und unsere Erde dieselbe Schwingung haben? And what if acknowledging that would allow us to know and also sense all the meanness and unkindness the earth is experiencing? Wow. Und was, wenn wir das anerkennen, uns das auch erlauben würde, zu wissen und wahrzunehmen, welche Gemeinheit und Unfreundlichkeit die Erde erfahren hat? What if your body is a living visceral receptor of everything Earth is going through? Was wäre, wenn dein Körper ein Wahrnehmungsempfänger ist für alles, was die Erde durchmacht und durchgemacht hat? So, about everything that's going on planet Earth, what are you not willing to be aware of? If you're willing to be aware of, would allow us to create and have different choices and possibilities on Earth. Und was wäre, wenn du bereit wärst, ja, dessen, wessen du nicht bereit gewesen bist, dir gewahr zu sein, was vor sich geht auf der Erde, nun gewahr zu sein? Und was wäre, wenn das uns erlauben würde, andere Wahlen und Möglichkeiten zu kreieren und zu haben? So everything that doesn't allow that, can we destroy and then create it all? Alles, was das nicht erlaubt, können wir das alles zerstören und kreieren. Right, wrong, good and bad, pom, pock, all nine shorts, boys and beyonds. So what is your lump telling you? Also, was sagt dir denn dieser Knoten im Auge? So what is it that you're not willing to be aware of, or you're not willing to know, that's allowing the lump to exist? Was ist es, dessen du dir nicht bereit bist, gewahr zu sein oder zu wissen, was überhaupt diesen Klumpen erlaubt zu existieren? So everything that brought up or let down, would you destroy and then create it all? Alles, was das hochgebracht hat oder runtergelassen hat, zerstörst und kriegst du das alles. Right or wrong, good and bad, pom, pock, all nine shorts, boys and beyonds. So this is the thing, guys. A lot of times, you know, when there's a particular virus or bacteria that's going on and it's affecting a lot of people, maybe you can ask, what is it that is
Well, what is this? First of Mhm. all, Mhm. Also ganz häufig, wenn es einen bestimmten Virus oder Bakterien gibt, der Auswirkungen hat auf viele Leute, dann ist es gut, einfach zu fragen, okay, was ist das? is this something that the earth is going through? Ist das etwas, was die Erde gerade durchmacht? Or is it something else that is, something else or some sort of unawareness or anti-consciousness that has actualized itself in the form of virus or, bacterial infections? Oder ist es etwas anderes? Und ist das vielleicht ein Ungewahrsein oder ein Antibewusstsein, das sich in der Form von einem Virus oder einer Vireninfektion praktisch ja, umgesetzt hat? Because one of the things that, allow all of this or anything that seems to be a problem to exist is basically, you know, our unawareness and also, our unconsciousness and anti-consciousness. Denn im Prinzip ist alles, was ähm, ein Problem darstellt oder was dem erlaubt, dass Probleme überhaupt existieren, ist im Grunde immer unser Unbewusstsein oder unser Antibewusstsein. And in Axis, you guys might know there's something we call, when we talk about evil, basically, we say evil is anywhere that, you're allowing unconsciousness and anti-consciousness to exist. Also, und bei Access, wenn wir da von böse sprechen, das ist im Prinzip alles, wo wir zulassen, dass Unbewusstsein und Antibewusstsein existieren. Exactly. And that evil, which is basically the unconsciousness and the anti-consciousness, is basically, everywhere that you're pretending to be mediocre and also allowing your awareness to corrupt, that allows, evil to perpetrate and maintain on this world. Okay, und das Böse ist im Prinzip immer das Unbewusste und das Antibewusste, wo du vorgibst, durchschnittlich zu sein und erlaubst, dass dein Gewahrsein korrumpiert wird, was überhaupt dem Bösen erlaubt, auf der Welt weiter zu existieren und sich weiter zu verbreiten. So, and then, so what jails are using? Jails basically equal to judgments, agendas, inventions, and lies. Also, welche Jails benutzt du? Jails steht kurz für die Judgments, Bewertungen, Agendas, Agenten, Inventions, Erfindungen und Lies, Lügen. Yes. So what jails are using to create the dominance of E equals MC square as the unawareness and well, as the unawareness to you and the unawareness to Earth are you choosing? Also, welche Jails benutzt du, um die Dominanz von E gleich mc zum Quadrat als das Nicht-Gewahrsein gegenüber dir und der Erde zu kreieren, die du wählst? So everything that is, which you destroy and then create it all. Also alles, was das ist, zerstörst du und kriegst du das alles. Right or wrong, Ja. good and bad, talk all nine shorts, boys and beyond. Yes. Ja? Danke. Thank you. Okay, cool. Is there another thing? I saw another comment. Noch mal was Munch. Oh, you're great. Okay, cool. Exactly. So something Yes. else. So let's do this one more time. What gels are you using to create the dominance of E equals MC square as the aching body and the sick body you're choosing? Yes. What was what, I didn't hear the first one. The what body? The sick and aching. Aching. Thank you. Okay. Also, lass uns das nochmal machen. Welche Jails benutzt du, um die Dominanz von E gleich zum mc zum Quadrat von dem kranken und schmerzenden Körper zu kreieren, die du wählst? So everything that is times a Godzillion, can we destroy it and create it all? Alles, was das ist, mal Gottzillion, können wir das alles zerstören und kreieren.
Right Rangan Bad Pan Paka 9 Shorts Boys and Beyonds. And notice I said aching body. Und vielleicht habt ihr bemerkt, ich habe gesagt schmerzender Körper. Basically, all the aches and pains you're experiencing is some sort of intensity, okay? Intensity you're not willing to have in your life or in your body. Also im Prinzip ist jeglicher Schmerz, den wir erfahren, irgendeine Art von Intensität, die wir nicht bereit sind, in unserem Leben oder in unserem Körper zu haben. I'll give you guys an example. My mom had a car accident yesterday morning. Also, ich gebe euch ein Beispiel. Meine Mutter hatte gestern früh einen Autounfall. Yeah, so she's 75. Sie ist 75 Jahre alt. So basically, she had an accident in a car. I think some sort of taxi hit her car. Also im Prinzip hatte sie einen Autounfall. Ich glaube, irgendwie so ein Taxi hat ihr Auto angefahren. So basically, an ambulance came by. They went to, the hospital, and she checked everything was okay. Und also es gab einen Krankenwagen, sie ist ins Krankenhaus gebracht worden, sie haben alles überprüft und alles war in Ordnung. As in she did, a CT scan and also X-rays, like all her spine or her bones and her brain, everything was fine. Also sie haben wirklich ein CT gemacht, sie haben Röntgenaufnahmen gemacht und alles war okay. Also ihr Rückgrat, ihre Knochen, ihr Hirn, alles war in Ordnung. Supposedly. Vermeintlich, ja. Yes, and she was complaining that her body wasn't so, well, not was, her body is still in so much pain. Und sie hat eben geklagt, dass ihr Körper immer noch so weh tut. That basically just getting up, sitting up, lying down, everything hurts. Dass im Prinzip alles, also sich aufsetzen, sich hinlegen, aufstehen, dass alles noch weh tut. So on a more physiological level, also auf einer physiologischeren Ebene, when someone is going through something like an accident, your adrenaline gets, you basically pump out a lot of adrenaline because your body is in a fight mode. Ja, also im Prinzip gibt es wenn du einen Unfall erlebst, dann schüttet dein Körper ganz, ganz viel Adrenalin aus, weil er praktisch in einem Kampfzustand ist. And then afterwards, when your body has already come to the place where it basically knows that, you're safe, then the adrenaline withdraws. Ja. Und dann später, wenn der Körper schon im Prinzip weiß, dass er jetzt an einem sicheren Ort ist, also dass die Gefahr vorbei ist, dann geht das Adrenalin weg. And the longer that period of extreme adrenaline overdrive lasts, the more, quote unquote, the side effects, the after effects of the pain and aches actually linger in your body. Wow, und also je länger dieser extreme Adrenalinüberschuss andauert, umso länger ist auch diese Nachwirkung von dieser Sache. Umso länger bleibt auch der Schmerz etc. Well, medicine or modern medical medicine says this effect can last anywhere from 2 to 7 days. Wow. Und die moderne Medizin sagt, dass diese Auswirkung zwischen 2 und 7 Tage lang andauern kann. So, how many of you who are always experiencing aches and pains are basically having a prolonged after effects of adrenaline overdrive? Wow, also wie viel von diesen Schmerzen, die wir haben, sind tatsächlich einfach die Langzeitnachwirkungen von einem Adrenalin, also extremen Adrenalinausschüttung.
how many of you are holding on to that, okay, cellular memory that is still allowing or keeping or maintaining the pain that you've had in any sort of accident or trauma you've experienced? Also wie viele von euch halten noch an diesem Zellgedächtnis fest, wo genau dieser ganze Schmerz praktisch abgespeichert ist von allen möglichen Unfällen oder Traumata, die ihr erlebt habt oder die euer Körper erlebt hat? So everyone, if you're willing to do this with me, let's do some 1, 2, 3s to release and dissipate all the lingering or residual adrenaline that is still in our bodies. Also alle, die dazu bereit sind, können jetzt mit mir ein 1, 2, 3 machen, um eben all dieses angestaute oder ja, das restliche Adrenalin, was im Körper noch abgespeichert ist, jetzt loszulassen. That is keeping you experiencing the pain that you should have let go a long time ago. Was bewirkt, dass du den Schmerz, den du schon lange hättest loslassen sollen, immer noch erlebst. Okay? Ready, guys? Seid ihr bereit? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Release and dissipate all the adrenaline or the after effects of the adrenaline you should have released a long time ago after any shock or trauma. Also lasst jetzt all das Adrenalin und all die Nachwirkungen, die da entstanden sind, die ihr schon längst hättet loslassen sollen, lasst die jetzt los und löst sie auf. That is allowing all the pain to be in place. Das heißt, die überhaupt ermöglichen, dass dieser Schmerz noch existiert. Yep. Okay, more. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. And on 6, all the memories, you know, that are associated with all the accidents or traumas you've experienced that are still keeping you from stopping you from releasing all the, you know, adrenaline residuals. Can we destroy it? Well, can we do some 6? Mhm. Und können wir dann eine 6 machen für all die Erinnerungen an diese Unfälle und Traumata, die dich bisher davon abgehalten, diese Adrenalinreste und alles, was da noch ist, jetzt loszulassen. Können wir dazu bitte eine 6 machen? Yes. On 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 6. Whew. Wow. Wow. Okay, cool. So, okay, let's get through to questions. I think I saw 1 or 2. Yes. Also Yeah. Lass uns weiter mit den Fragen machen. Ich denke, ich habe da 1 oder 2 gesehen. Okay, so Claudia is writing. Since for 1.5 years now, I've had a recurring cough with a lot of mucus. I've used some tools and I've lost my sense of smell. And I've also asked, and the sad smiley, and I also asked the earth. It says like I should connect myself more with my body. I do this on a regular basis, and now I'm a bit helpless and would be really grateful for any ideas. Oh, and all the best to your mom. Okay. You do this on a regular basis, as in she does the what? Was machst du genau regelmäßig, dass du die Erde fragst? So, Claudia, wo bist du? Kann ich dich Asking the earth or what? I think so, but just asked her. I cannot see her. Hä? Wo ist Claudia? Ich bin hier. Ach, da bist du. Okay, cool. Okay. Ja. I'm asking if the earth needs something from me, or what could I do to be more in contact with my body? Okay. Do you want to translate it first, and I'll Genau, ich frage, ob die Erde etwas von mir braucht und ob ich mich mehr mit meinem Körper verbinden soll. Okay, so basically, maybe you can ask yourself, what are you trying to get rid of from you that you have not been willing to get rid of? So who or what
who or what have you been trying to get rid of, or are you not willing to get rid of that you should have get rid of a long time ago? Ja, also du könntest die Frage stellen, wen oder was bist du nicht bereit gewesen loszuwerden, den oder das du schon lange hättest loswerden sollen. Let me repeat this one more time. Who or what are you, who or what you should have gotten rid of a long time ago that you haven't gotten rid of that is now killing you and your body? Oh. Also wen oder was hättest du schon vor langer Zeit loswerden sollen, die jetzt dich und deinen Körper töten? So everything that brought up or let down, would you destroy and create it all? Alles, was das hochbringt oder runterlässt, zerstößen, kriegst du das alles. Right and wrong, good and bad, pon pock, all nine shirts, boys and beyonds. Who or what should you, should you have gotten rid of a long time ago that you haven't gotten rid of, that if you're willing to get rid of it or get rid of them, would allow you to finally have peace with your body? Mhm. Also wen oder was hättest du schon vor langer Zeit loswerden sollen, der oder das, wenn du bereit wärst, ihn oder diese Person loszuwerden, dir erlauben würde, Frieden mit deinem Körper zu haben? So everything that is times a godzillion, we destroy and then create it all. Alles, was das ist, mal Gott zerstörst, dann kriegst du das alles. Right, wrong, good and bad, pom pock, all nine shorts, boys and beyonds. And I see a lot of yawning faces on this one. So who or what you should have gotten rid of a long time ago that you have not been willing to get rid of it or rid of them. If you are willing to get rid of it or get rid of them, would allow you to finally have peace with your body. Mhm. Also ich habe da einige Gähner gesehen, deswegen wiederhole ich das nochmal. Also wen oder was hättest du schon lange loswerden sollen, die, wenn du bereit wärst, den oder das loszuwerden, dir erlauben würden, endlich Frieden mit deinem Körper zu haben? So, yeah, exactly. Right, wrong, good and bad, pom pock, all nine shorts, boys and beyonds. Apparently, reading a lot on all of you. Das scheint also auch bei vielen von euch oder allen von euch zuzutreffen. Yep. It's like sometimes, the people we think are valuable to us are a lot of times really, taking a toll on our body, like killing or hurting our body and our lives. Wow. Also manchmal sind die Leute, die wir für so wertvoll halten, tatsächlich Leute, die unserem Körper einiges abverlangen und wirklich unseren Körper oder unser Leben schädigen oder töten. So who or what have you defined, considered, and judged as valuable that actually isn't? Also wen oder was hast du als wertvoll definiert, betrachtet oder bewertet, der oder das es überhaupt nicht ist? So everything that brought up or let down, would you destroy and then create it all? Alles, was das hochbringt oder runterlässt oder hochgebracht hat oder runtergelassen hat, zerstörst und kriegst du das alles. Right or wrong, good and bad, pom pock, all nine shorts, boys and beyonds. And that sometimes includes the people you think you should love or the people you think who should love you. Und das umfasst häufig oder manchmal die Leute, von denen du denkst, du müsstest sie lieben oder du solltest sie lieben oder sie sollten dich lieben. What if love, I'm not talking about loving, but what if love is one of the greatest forms of control here? Was, wenn Liebe, und ich spreche hier nicht von dem aktiven Lieben, sondern was, wenn Liebe hier eine der größten Formen der Kontrolle wäre? So, because, once I declare my love for you, now you are forever my slave, or I am forever your slave, and my body belongs to you, or your body belongs to me. I have the ownership of you and your life. Whoa. Also wie oft ist es so, dass wenn man sagt, ich liebe dich, dass man dann im Prinzip ausgesprochen hat oder dass so interpretiert wird, wie ich bin jetzt für ewig dein Sklave oder du bist für ewig mein Sklave und das betrifft auch den Körper.
because you know that includes our bodies. Because sometimes you know we say, "Oh yeah, I love my body. I love this part. I love that part." Is that real? Is it really loving, or is it love in the form of judgment of not letting something to change or show up in a different way? Wow. Und wie oft sagen wir auch bei unserem Körper, dass wir bestimmte Teile an unserem Körper lieben. Und wie sehr ist das auch wieder diese Liebe in dieser festen Form, die eigentlich nicht erlaubt, dass sich etwas verändert auf eine bestimmte Art. Because if you say something like, "Oh, I love my hair," and when my hair starts to, you know, fall out or become gray, it's like then it will be the greatest source of judgment for you. Denn wenn du zum Beispiel sagst, oh, ich liebe meine Haare, aber dann fallen dir die Haare aus oder sie werden grau, dann wird das auf einmal zu der größten Quelle der Bewertung für dich. Or the most convenient excuse for you to judge yourself nonstop and your body nonstop, sorry. Oder es wird einfach zu der bequemsten Ausrede, um dich oder deinen Körper ständig zu bewerten. So what gels are you using to create the dominance of E equals MC square as the love you're choosing? Wow. Also welche Gels benutzt du, um die Dominanz von E gleich mc zum Quadrat von als The Liebe type of love. kreieren willst du? Yeah. Sorry, ja. Yeah. The whatever type of love, okay, you're Ja. choosing. Als Liebe, egal welcher Art, zu wählen, zu kreieren wählst du. Sorry. No, it's fine. I just modified it. So everything that is can we destroy and then create it all. Alles, was das ist, können wir das alles zerstören und umkreieren. Yep. Right, wrong, good and bad, pom, pock, all night, shorts, boys, and beyonds. And how many times have we made ourselves less because someone else says that they love us and our bodies? Und wie oft haben wir uns selbst schon geringer gemacht, wenn jemand anders uns gesagt hat, dass sie uns oder unseren Körper lieben? So we make sure we'll always maintain us to be exactly like their projections and expectations and their fantasies and insanities about us or of us to make sure they will continue to love us. Also wie sehr stellen wir dann sicher, dass wir dann genauso bleiben, wie wir das sein sollten nach ihren Projektionen, Erwartungen, Fantasien oder Verrücktheiten, damit wir genauso bleiben, wie sie uns angeblich lieben. So everything that is, can we destroy and create it all? Alles, was das ist, können wir das alles zerstören und kreieren. Yep. Right, wrong, good and bad, pom, pock, all night, shorts, boys, and beyonds. This is definitely not going in a direction that I did not really expect anything, but this is going to like a totally different direction. Also das ist eine komplett andere Richtung, als ich erwartet habe. Nicht, dass ich überhaupt irgendwelche Erwartungen gehabt hätte, aber das ist jetzt wirklich komplett anders, als ich erwartet habe. Yep. Not sure why, we were talking about bodies and now we're talking about love. So, yes. Also ich weiß nicht, warum wir erst über Körper gesprochen haben und jetzt sprechen wir schon über Liebe, aber gut. Okay, and we are actually nearing our time. So, okay, so last one again. So I'm going to repeat this. So what gels are you using to create the dominance of E equals MC square as the type of love you're choosing? Cool. Also, und wir sind auch jetzt gleich mit der Zeit um, deswegen wiederhole ich das nochmal. Also, welche Gels benutzt du, um die Dominanz von E gleich mc zum Quadrat als jede Art von Liebe zu kreieren, die du wählst? So everything that is anti-Gaussian, can we destroy and create it all? Alles, was das ist, Magotzion, können wir das alles zerstören und kreieren. Right, wrong, good and bad, pom, pock, all night, shorts, boys, and beyonds. And last one. What gels are you using to create the dominance of E equals MC square as the body part you love so much that you would rather die than have it show up different you're choosing? Wow. Okay. Und jetzt als letztes Hearing, welche Gels benutzt du, um die Dominanz von E gleich mc zum Quadrat als den Körperteil zu kreieren, den du so sehr liebst, dass du lieber sterben möchtest, als dass er sich anders zeigt? So everything that is anti-Gaussian, and then create it all. Alles, was das ist, Magotzion, zerstörst und kriegst du das alles. Right around, good and bad, pom, pock, all nine shorts, boys, and beyonds.
Okay, I think, guys, time is up. I've really enjoyed this. This is very interesting. Also die Zeit ist jetzt um und also es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das ist sehr, sehr interessant. I guess we might be having a part 2 on this sometime. Ich denke, wir könnten noch einen zweiten Teil davon machen irgendwann. Okay. Okay. Thank you, everyone, and I hope to Danke see an you alle. guys, online again or in person. Und ich hoffe, dass wir uns dann online oder persönlich wiedersehen. Thank you so Alright. much. Thank you. Thank you very much. Bye. Bye. Corinna, Yes, Yes. let's stay in, right? Thank you. Corinna, Wir im Team bleiben drin, okay? aha. Ich habe noch eine Frage erhalten. Kriegen die Teilnehmer eine Aufzeichnung? Okay, is everybody gonna receive a recording? I have recorded it, so we could send it out if you like. I don't know. Das wäre super. Es war ein schlechter Empfang bei mir. Ich würde sagen, wir tun uns an die Veranstaltung rein. Or if you have recorded, you can send a link to Sabina. She'll just figure it. Yes, Yeah. we'll put it in the event. And I have the recording anyway. I'll just stop it now and then we Super. can send it. Awesome. Thank you. And everybody on the team, please stay. Also alle im Team bitte bleiben. Kriegen wir hin. Ah, So. Okay.